Hi Leute, wir sind jetzt aktuell gerade wieder unterwegs und haben jetzt hier mal wieder eine neue Bunker-Location gefunden. Höchstwahrscheinlich ein ziviler Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Hier im Hintergrund können wir das schon ein bisschen erkennen. Und ja, dann schauen wir uns das Ganze jetzt einfach mal an und ja, mal gucken, was uns da so erwartet. So, dann erkunden wir mal die Location. Also hier sieht man schon, hier sind irgendwelche Ziegelpfeiler, die mal irgendwie zu der Anlage hier gehört haben. Was da jetzt genau war, das kann man jetzt nur noch mutmaßen. Interessant hier ist hier aber auf jeden Fall, wenn man sich jetzt hier den Boden mal so anguckt, da sieht man das überall schon, vor allen Dingen auf der Anlage selber. Das einmal schon mal ein bisschen so erforscht. Da sieht man halt überall, dass die das hier halt zugeschüttet haben. Also den nicht wirklich jetzt komplett weggemacht haben, wahrscheinlich aus Kostengründen, sondern das hier einfach nur drauf gekippt haben und mit der Zeit ist das weggespült worden. Im Hintergrund hört man auch einen Zug, der hierher fährt. Ziemlich nah an einer Eisenbahnanlage. Hier ist ganz cool, ja, noch so ein alter, so eine alte Milchkanne, die man dann früher wahrscheinlich hier benutzt hat. So, jetzt gucken wir mal, was das da drin uns hier so zeigt. Ja, da kann man so ein bisschen jetzt sehen. Aber so wie es aussieht, es ist mega dunkel. Mal gucken, ob heute meine Taschenlampe hier ein bisschen mitmacht. Ja, das sieht gut aus. Ja, hier unten können wir schon sehen, ist auf jeden Fall Wasser drin. Ich kann noch nicht ganz genau erkennen, wie hoch das Wasser steht. Aber es ist auf jeden Fall eine Menge Mist da drin. Schwierig. Kann man jetzt ein bisschen ums Eck gucken. Oh. Da hinten sieht man was. Ruhe bewahren steht da hinten an der Mauer, das kann ich auf jeden Fall erkennen. Also das scheint ein ziviler Luftschutzbunker zu sein. Ja, hier hat man noch so alte Bleche. Keine Ahnung. Kann man nicht mehr erkennen. Hier gibt es noch eine Aufhängung dran, Nagel irgendwie. Zu was das da genau gehört. Hier war jetzt auch noch mal ein Ziegelfundament. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir jetzt hier hinkommen. Ja, die haben es im Prinzip, hier sieht man überall am Rand jetzt die Maße von dem Bunker. Wie weitläufig der jetzt ist, weiß ich nicht, aber da hinten, da kann ich schon erkennen, da ist ein Graffiti. Da müssen wir jetzt wahrscheinlich hin. Da ist jetzt der Eingang. Aber so wie es aussieht, weil das hier alles zugeschüttet ist, ja, müssen wir jetzt hier hoch. So, mal eben kurz die Taschenlampe weg. Muss mal wieder gucken, wo ich hier hinlaufe, ey. Man weiß halt immer nie, was hier unten ist. Aber hier sieht man das jetzt auch nochmal richtig krass hier. Ne, da haben sie im Prinzip nur Kies, Schotter drauf gekippt und dann Feierabend. Hier oben haben sie vielleicht mal ein bisschen was weggesprengt. Hier ist auf einmal so ein Zementklotz. Oder die haben mal nochmal was nachträglich draufgekippt, um die Zugangsluken zu verschließen. Also, je nachdem, es ist halt immer anders, wie viel Kosten man hier noch oder wie viel man hier überhaupt noch investieren will. Aber hier scheint der Haupteingang zu sein. Hier geht die Treppe runter. Ist schon alles mit Laub zu. Aber hier gab es auch noch mal eine Art Vordach, beziehungsweise dass das hier vernünftig verschlossen wird. Und man kann es ja hier erkennen, wenn man hier drüber fasst, das ist ja auch so abgerissen, abgesprengt oder was weiß ich. Ja, es ist ja hier nur mit Ziegeln dann verkleidet worden, also es ging ziemlich locker ab. Und hier, das ist ja dann hier wieder richtig massiv, ne? Beton. Wobei hier unten die ersten Fundamente halt wieder immer Ziegel sind und hier geht es dann halt los.
Aber, jetzt wird es aber kriminell. Da hinten steht schon mal was. Jetzt muss ich wieder in die Hocke gehen. Ach du Kacke, nee, ich sehe schon. Ich sehe das schon. Es ist richtig tief hier. Und das Hauptproblem, also es ist ja noch nicht immer die Tiefe. Auch wenn ich jetzt keinen so einen speziellen Wartanzug oder sowas anhätte, wie für die Hochseeangler, dann hätte ich mich jetzt auch noch hier reingewagt im Schnelldurchgang. Aber mit dem ganzen Zeug, was hier drin liegt, das ist natürlich mega gefährlich. Rutschst aus, bleibst irgendwo hängen und wenn hier jetzt irgendwelche Metallsachen drin sind, mit irgendwelchen scharfkantigen Enden, dann habe ich verloren, ne? Dann ist Feierabend. Das ist leider auch für mich jetzt eine Nummer zu krass, jetzt mit der aktuellen Ausrüstung hier. Das wird nichts. Schade. Ich kann noch mal gucken, also ich bin hier echt kurz vorm, bin jetzt gerade noch so am Eingang hier. Wenn ich jetzt hier weitergehe, mich noch ein bisschen nach vorne beuge, dann bin ich im Prinzip, ich hänge hier auch nur auf so einem rostigen, alten, was weiß ich, was das ist hier, eine Verkleidung. Und da ist alles zu, alles voll. Keine Ahnung, wo man hier alles reingeschmissen hat, ob das noch von den Anfangszeiten sind. Wo das Wasser jetzt herkommt, unklar. Könnte jetzt Grundwasser sein, könnte aber auch irgendwo oben reinkommen und es fließt halt einfach nicht ab. Dann ist unten wahrscheinlich der Boden verdichtet, dass da einfach nichts abfließen kann. Ne? Ja. Hier können wir noch was erkennen. Rauminhalt steht da oben jetzt. Da, wo ich jetzt dahin möchte. 11,5 Meter, das Quadratmeter, Kubikmeter. Ja, Kubikmeter. 11,5 Kubikmeter, da sehe ich es ja. Und Gasschleuse. Was haben wir hier noch? Hat sich nur aufzuhalten. Ja, den Rest kann ich nicht mehr erkennen. Das sind schon Kalkablagerungen. Ja, also das auf jeden Fall ist klar, das ist jetzt hier ein ziviler Bunker. Und schade, ey, ich versuche mal ein bisschen das Handy so oder die Kamera so zu halten. Da können wir ein bisschen erkennen, da geht's rein. Da ist noch irgendwie eine Seitenluke. Tja, da müssen wir mal gucken, ob wir von der anderen Seite noch was erkennen. Aber hier ist no way. Hier haben wir verloren. So, es fängt jetzt auch gerade wieder an, extremst zu regnen. Ich bin jetzt gerade von da hinten gekommen, von dem Haupteingang. Bin jetzt hier hinten rumgegangen, gehe jetzt hier praktisch durch diese kleine Säulenallee. Hier mit den Ziegeln. Wir hatten ja jetzt von der anderen Seite noch irgendwie was gesehen. Hier sieht man auch noch ein bisschen irgendwie eine Luke. Hier ist zum Beispiel auch nochmal, hier ist also nochmal so ein Brett, wo ich gerade drauf stande, da in dem Bunker. Könnte eine Tür sein. Wenn ich jetzt hier mit dem Fuß so nach unten gehe, würde es sich auch ein bisschen anheben lassen. Es kann durchaus sein, dass das jetzt nochmal eine Luke ist, wo man unten reinkommt. Aber jetzt wird es immer stärker mit dem Regen. Gucken wir jetzt mal hier. Hier oben sehe ich. Hier oben, also praktisch auf dem Bunker stehen wir ja hier. Ja, und hier ist nochmal ein Eingang. Ein Eingang oder eine kleine Luke. Und hier sieht man praktisch, wie hoch dieser Schutt hier reingekippt wurde. Ach, das ist doch Mist. So, da haben wir hier nämlich noch hier so eine kleine Tür. Ich glaube, das ist jetzt der Eingang, den ich gesehen habe. So, und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das jetzt mache. So, ihr seht's. Ich hänge jetzt praktisch hier. Und jetzt gucke ich mal, ob ich da irgendwie... Wie wir das jetzt hier machen, am gescheitesten. Dass ich jetzt hier nicht wegrutsche. Aber... So. Lampe. Oh. Wow. So, da seht ihr, da ist irgendwie
abgestützt, das ist nachträglich. Ja, dann kann man ein bisschen erkennen. Und da ist nochmal vielleicht ein Seiteneingang, weil hier steht ja auch nochmal, hier hat sich nur der Ordner aufzuhalten. Aha. Okay. Das war im Prinzip halt die entsprechende Person, die hier so ein bisschen ja, das Ganze jetzt verwaltet hat, die Leute angewiesen hat, was hier zu tun ist, wenn es hier reingeht. Und da sieht man auch nochmal, so ist es besser, da muss ich mal ein bisschen gucken. Da, hier steht jetzt auch nochmal Rauminhalt, 85 Kubik und Gasschleuse. Also es geht wahrscheinlich jetzt hier um den Vorraum in dieser Schleuse, weil da hinten ist ja die andere Tür. Es wird praktisch jetzt diese Eingangstür hier geschlossen und dann erst die geöffnet. So wird das wahrscheinlich abgelaufen sein, ja. Und dann nimmt man da drin Platz und hart der Dinge, die da kommen. Ja, aber ich denke mal, also er sieht jetzt nicht so aus, als ob der jetzt irgendwie hier groß benutzt wurde, getroffen wurde oder so. Ja. Gut, jetzt muss ich mich erstmal wieder hier rauskrabbeln, sonst... So, jetzt bin ich hier wieder rausgekrabbelt und befinde mich jetzt hier nochmal hier oben auf der Anlage. Und ja, man kann überall halt so ein paar kleine Sachen noch erkennen. Überall hier, da, hier unten guckt auch irgendwie nochmal so ein kleiner Pfeiler raus. Da, so ein kleiner Metallpfeiler. Ja. Aber ansonsten, ja, ist halt leider alles zugeschüttet, ne? Also gut Arbeit geleistet. Hätte man wahrscheinlich so auch jetzt nicht mehr gefunden, wenn das nicht mal abgesackt worden wäre. Aber hier zumindest denke ich mal, dass irgendwelche Personen, die halt hier vorher schon gewesen sind, das freigeräumt haben. Es gibt ja viele, die schon vor Jahrzehnten praktisch losmarschiert sind und alte Anlagen aus dem Zweiten Weltkrieg erkundschaftet haben, in Hoffnung, dass sich da halt noch irgendwo was drin befindet, was ja die Leute halt zu Geld machen können, ne? Irgendwelches Kriegsmaterial oder ja, halt auch irgendwie persönliche Sachen, ne? Aus der Zeit wird ja immer noch nach wie vor gesammelt und auch ohne Ende verkauft. Und das wird halt immer weniger, ne? Irgendwann gibt es halt solche Sachen auch nicht mehr. Ja, hier sieht man jetzt noch, da ist noch irgendwie so Metallteil, ein Pfeiler. Also es war schon wirklich ein großer Luftschutzbunker. Weil hier, wenn man jetzt die ganzen äußeren Bereiche hier noch nimmt, ja, wie viele Leute dann in dem Moment Platz gehabt haben, unklar. Hier sieht man auch noch mal ein Stück Eisen. Da, hier, überall guckt aus dem Boden. Deshalb, wenn ich nicht da drin gewesen wäre, dann, ja, schwierig, ne? Hätte ich mich da hingelegt und hätte mir so ein Ding irgendwo in den Körper gerammt, dann Feierabend. Das reicht, ich meine, da wird nicht viel jetzt mehr drin gewesen sein. Schutzräume halt, ne? Gut, dann würde ich sagen, dann war es das mit dem Video und ich hoffe, das hat euch gefallen und wir schauen mal die Tage, was wir noch so Neues entdecken, finden und sag bis dahin.